Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich nochmal einen richtig schicken Heli für euch, nämlich die neue Flightzone Bo 105 XL von Pichler. Und zwar hier im offiziell lizenzierten Design der ADAC Luftrettung. Hier auch wieder mit vielen schönen Details, Höhensensoren und natürlich auch wieder als RTF-Version. Da jetzt die Fernsteuerung und die Funktionen nichts Neues zu bieten haben, verzichte ich heute mal hier auf die Vorstellung der Fernsteuerung mit den Funktionen. Da gibt es ja schon genügend Videos, die ich dazu gemacht habe, die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Heute zeige ich euch aber wieder den Packungsinhalt und natürlich das Modell etwas genauer und am Ende gehen wir selbstverständlich auch wieder fliegen. Link und Rabattcode steht natürlich wieder unten in der Videobeschreibung und noch erwähnenswert wäre, es gibt hier auch kostenfreien Versand. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go! Hier haben wir mal den schönen, aber ledierten Karton. Den machen wir als erstes mal auf und haben da als allererstes natürlich wieder die Bedienungsanleitung hier auf Deutsch. Dann haben wir eine Tüte. Darin befindet sich das USB auf USB-C Ladekabel und etwas Werkzeug. Dann haben wir in einer zweiten Tüte noch etwas Zubehör. Und zwar diese Militäraufbauten, die die Militärversion hat. Die braucht man eigentlich bei der ADAC-Version jetzt hier nicht. Dann haben wir als nächstes noch den LiPo-Akku im Hardcase. Und zwar ein 2S 1200 mAh Akku mit Sidelock-Anschluss, dem USB-C-Anschluss zum Laden und einem Ein-Aus-Taster, der auch gleichzeitig als Statusanzeige dient. Dann haben wir natürlich bei der RTF-Version noch die 2,4 GHz Fernsteuerung dabei mit den federbelasteten Steuersticks. Und zum Schluss die schicke ADAC Bo 105 und die zeige ich euch natürlich jetzt als nächstes mal wieder etwas genauer. So, hier haben wir jetzt mal die schicke Bo mit ausgeklappten Blättern vor uns. Ein wirklich richtig schickes Modell und ich bin echt froh, dass die Militäraufbauten hier vorne nicht auch bei der ADAC-Version angebracht wurden. Das hätte mal so gar nicht gepasst. Hier sind zwar jetzt noch die Befestigungsbohrungen zu sehen, aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Diese Bo hier ist jetzt auch wieder eine Nummer größer als die ältere Flightzone Bo 105, die ich euch hier auf meinem Kanal schon mal vorgestellt habe. Und optisch hat die neue Bo auch einige Details mehr zu bieten. Wir haben hier nämlich wieder sehr viele kleine Nieten auf dem ganzen Rumpf verteilt, die auch von der Größe her super zum Modell passen. Wir haben auch wieder viele kleine Konturen abgebildet und vor allem auch die ganzen Revisionsklappen. Die sind mal richtig schön dargestellt. Auch am Heckausleger haben wir wieder viele Nieten. Und auch die zwei Seitenantennen hier hinten sind am Modell vorhanden. Der Turbinendom ist jetzt auch ganz gut gelungen und die kleinen Auspuffrohre sind jetzt hier nicht schwarz, sondern goldfarben. Auch viele andere kleine Details sind hier noch überall zu finden. Auch hier unten am Rumpf haben wir noch eine kleine Antenne angebracht und selbst der Akku wurde hier mit ein paar Details versehen. Leider ist er jetzt hier schwarz, das hätte natürlich in Gelb viel besser ausgesehen. Das Landegestell ist auch ganz schön geworden, hier vorne auch noch mit den zwei kleinen Tritten. Die Cockpitscheiben sind hier wieder komplett klar dargestellt. Das sieht jetzt ganz gut aus, hätte aber vielleicht in etwas getönterer Version noch besser ausgesehen. Zumindest kann man jetzt hier auch sehr gut auf die verbaute Technik im Inneren gucken. Auf der Frontscheibe gibt es noch zwei Scheibenwischer und hinter der Scheibe sieht man noch ein angedeutetes Cockpit-Panel. Die gelbe Lackierung ist hier auch wieder sehr gut aufgetragen worden, allerdings hier wieder eher matt. Auch die Dekals, die hier überall drauf sind auch alle sehr sauber angebracht worden. Auch dass hier komplett auf das Firmenlogo verzichtet wurde, finde ich echt super. Eine Beleuchtung haben wir hier natürlich auch verbaut. Die fällt allerdings etwas mager aus. Und zwar haben wir hier hinten an den beiden Leitwerken jeweils die grüne und rote Positions-LED und oben auf dem Heckausleger haben wir noch eine weitere rote LED. Aber was man sagen kann ist, dass die LEDs hier wirklich sehr hell leuchten. Als Rotorkopf haben wir hier wieder einen Vierblatt-Rotorkopf verbaut. Das Zentralstück besteht aus Aluminium und die Blatthalter und die Anlenkung aus Kunststoff. Und die Taumelscheibe besteht hier wieder klassisch aus Kunststoff und Aluminium. Die Rotorblätter sind hier wieder schwarz und haben an den Enden diese gelben Blattspitzen. Auch bei der Bo wird natürlich die Taumelscheibe wieder über 3 Mikroservos angesteuert, die in 120 Grad angeordnet sind. Angetrieben wird die Bo von jeweils einem Brushless-Motor, und zwar das in beiden Fällen direkt. Und der Heckrotor sitzt hier auch wieder auf der richtigen Seite in Flugrichtung links. Auf der Unterseite haben wir dann noch den optischen Höhensensor und den LiDAR-Sensor sitzen. Und hier vorne haben wir das Akkufach. Hier wird der Akku einfach reingesteckt, bis die beiden Klipse einrasten. Und dann ist der Heli schon elektrisch mit dem Akku verbunden und muss nur noch über einen langen Druck auf den Ein-Ausschalter am Akku eingeschaltet werden. Die Bo hat einen Rotorkreisdurchmesser von 325 mm, eine Rumpflänge von 340 mm und ein Abfluggewicht von ca. 270 Gramm.
Am Ende auch hier natürlich noch ein kurzes Fazit. Zur Optik kann man eigentlich nur sagen, richtig cool. Wir haben hier wieder viele schöne Details abgebildet. Klar, der Rumpf ist jetzt hier matt lackiert, das Original eher glänzend, aber ich denke mal, da kann man noch drüber hinwegsehen. So ein paar kleine Stabantennen wären jetzt doch ganz cool gewesen, wie es teilweise bei den kleinen ECs gibt. Aber da muss man dann wohl selber ein paar dran machen. Fliegerisch gibt es ja auch nichts Neues zu berichten. Er fliegt stabil. Ab und zu neigt er etwas zum Rucken. Ich denke mal, das kommt von den Höhensensoren. Aber im Allgemeinen kann man sagen, fliegt er wirklich sehr anfängerfreundlich. Der Geräuschpegel ist jetzt auch so, wie man das von den Helis mit separaten Heckmotoren kennt. Den einen stürzt, den anderen stürzt weniger. Aber da wird sich so schnell, denke ich mal, auch nichts dran ändern lassen bei solchen Helikoptern mit separatem Heckmotor. Auch alle Funktionen funktionieren hier, wie sie sollen. Das Einzige, was ich feststellen musste, ist, dass nach dem Landen der Motor manchmal nicht von alleine ausging. Da musste ich dann den Motorausknopf drücken. Es könnte aber auch am Untergrund liegen oder am extrem warmen Wetter, was wir gerade haben. Auf dem Rücken kann die Bo natürlich auch fliegen, für alle, die sowas mit einem ADAC-Heli machen wollen. Für mich ist das jetzt nicht so unbedingt das Ding, aber das hat auch sehr gut funktioniert und die Steuerung bleibt auch für Anfänger so wie in Normalfluglage. Da müsst ihr also nicht umdenken. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit dem Video. Ersatzrotorblätter sind übrigens üblicherweise wieder nicht dabei. Dafür gibt es unten einen Rabattcode für euch und ich habe euch natürlich auch den Heli unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zur Bo 105 unten in die Kommentare. Wer noch nicht hat, kann gerne meinen Kanal abonnieren. Da kommen noch richtig coole Sachen in der nächsten Zeit. Also seid gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Chrissy. Ciao.